Willkommen. Kennt ihr Katharina von Predel? Sie war eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die sich als deutsche Malerin in Europa etablieren konnte. Doch nach ihrer Heirat zog sie nach Italien und Frankreich, blieb in Deutschland unbekannt und wurde von der Geschichtsschreibung praktisch übergangen. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Geboren wurde sie 1790 in Theisbach bei Dingolfing, als Tochter eines auch künstlerisch tätigen Juristen. Sie hatte einen jüngeren Bruder, der später Offizier wurde und den sie porträtierte. Sie kam mit 10 Jahren in verschiedene Damenstifte in München, erhielt eine fundierte Ausbildung und erlernte dort auch Italienisch und Französisch. Ab 1816 studierte sie an der Münchner Kunstakademie für 5 Jahre, wo sie sich auch mit der Malerin Elektrina von Freyberg anfreundete. Nach dem Studium reiste sie nach Rom, wo sie sich im Kreis bedeutender Künstler bewegte, mit der Malerin Marie Ellenrieder zusammenwohnte und bei dem italienischen Klassizisten Vincenzo Camuccini studierte. Sie unternahm viele Reisen oft von Rom aus und nahm an renommierten Ausstellungen teil. Durch die Vermittlung der Prinzessin von Hohenlohe-Bartenstein heiratete sie 1828 mit 38 Jahren Louis-François Grassi. Sie lebte mit ihm und ihren Kindern, einem Sohn, der nur 1 Jahr alt wurde, und einer Tochter, erst in Sizilien und später, wegen der Krankheit ihres Mannes, erst auf dem Familiengut in Chambéry und dann in Paris. Dort wurden ihre Werke beim Pariser Salon 1835 ausgestellt. Nach dem Tod ihres Mannes 1841 lebte sie an verschiedenen Orten in Europa und sicherte ihren Lebensunterhalt mit Porträt- und Altarbildern. Als ihre Tochter 1853 in Rom in ein Kloster eintrat, bezog sie dort ein kleines Häuschen mit Atelier im Garten und verbrachte dort zurückgezogen ihre letzten Jahre, bevor sie 1871 im Alter von 81 Jahren verstarb. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Motive genauer an. Ihre Werke zeichnen sich durch eine klare Linienführung, harmonische Kompositionen und eine detailreiche Darstellung aus, wobei sie Einflüsse des italienischen Klassizismus aufgriff. Sie orientierte sich stilistisch am Klassizismus und verband diesen mit religiösen Motiven, insbesondere in ihren Altarbildern und Historiengemälden. Ihre Motive umfassten religiöse Szenen, Historienbilder und Porträts. Unter den wenigen auffindbaren Werken verdeutlichen diese Porträts ihre vielfältigen Techniken. Ihr bekanntestes Werk ist das Gemälde Anbetung des Kindes, das durch seine feine klassizistische Komposition besticht. Auch ihr bemerkenswertes Selbstporträt hebt mit der sanften Modellierung des Gesichts und dem subtilen Lichteinfall ihre Fähigkeit hervor, realistische und ausdrucksstarke Bildnisse zu schaffen. Ihr Lebenswerk geriet lange in Vergessenheit, da sie nach der Heirat in Italien und Frankreich lebte, kaum Anerkennung fand und ihre Rolle als Ehefrau und Mutter wenig Raum für Kunst ließ. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Katharina von Predel gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.